Ja, hallo meine Lieben und erstmal ganz vielen herzlichen Dank für 10.000 Abonnenten. Wirklich unglaublich, dass ich so viele Abonnenten bekommen habe in letzter Zeit. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich und ich bin euch einfach nur dankbar dafür, dass ich auf diese Art und Weise hier auch meine Kunst zu euch tragen kann. Das freut mich auch immer sehr. Und ich habe heute ein schönes großes Gemälde für euch. Das ist eine Leinwand, die ist 1,20 mal 1,20. Die habe ich selber zusammengebaut. Ich habe auch gleich 2 davon gemacht, damit ich noch ein bisschen Vorrat habe. Ich fange hier als erstes an, indem ich vorzeichne, so wie ich das eigentlich immer mache. Das Bild ist jetzt wirklich komplett frei gemalt. Also ich habe da mir noch nicht mal vorher ein großartiges Konzept überlegt, sondern ich wollte einfach so was Bestimmtes zum Ausdruck bringen. Und zwar meine Leidenschaft zum Malen. Deswegen heißt das Bild auch Passion. Das habt ihr ja wahrscheinlich dann auch schon in der Titelbeschreibung gelesen. Und das Bild soll Wärme ausstrahlen und ganz viel Rot, Weinrot und so goldene Töne enthalten. Und ich wollte einfach ganz frei dieses Bild hier kreieren und deswegen habe ich auch die Farben direkt auf die Leinwand aufgetragen. Wenn euch interessiert, welche Farben ich dafür verwendet habe, die stehen alle in der Videobeschreibung, alle aufgelistet. Und dann könnt ihr natürlich auch gerne versuchen, sowas in der Art nachzumalen. Ich finde es bei abstrakten Werken immer sehr schön, wenn man einen Hell-Dunkel-Kontrast hat, also sehr dunkle Stellen, die meiner Meinung nach aber nicht zu groß sein sollten, weil sonst erdrückt es das ganze Bild. Und natürlich, um das ganze Bild aufzulockern, auch so ein paar helle Töne, die ich damit drin haben möchte. Das ist alles für mich immer essentiell, wenn ich ein abstraktes Bild anfange und einfach komplett frei male. Rot steht ja auch für Glück und natürlich auch für Energie und Stärke. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall Rot da mit reinbringen, sowie auch dieses Gold. Das ist jetzt ein Acrylgold. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich dieses Mal kein Blattmetall oder so verwende, sondern einfach dieses Acrylgold. Ich finde nämlich die Farbe auch richtig schön und damit kann man halt viel leichter arbeiten als mit dem Blattmetall. Wo man auch übrigens bei so einem großen Bild sehr viel braucht. Also ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht vielleicht mal mehr mit Goldspray oder so arbeiten möchte. Nur ich habe immer das Problem, ich arbeite ja von mir zu Hause aus und ich möchte ungern diese Farbe hier herumsprühen. Also das ist ja erstmal total ungesund für die Atemwege. Ich kann es natürlich bei uns auch auf dem Dachboden machen, das wäre möglich. Allerdings habe ich halt immer das Problem, dass ich Angst habe, dass ich das einatme. Und ich hatte auch schon mal so ein Goldspray und fand auch die Effekte sehr hübsch damit. Also ich weiß nicht, ob ich es mal wieder versuche, halt irgendwie mit einem Atemschutz oder so drauf. Aber so dieses Sprühen in der Wohnung, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Falls ihr mir zufällig einen guten Goldlack empfehlen könnt, also einen, den ich flüssig auftragen kann, wie so eine Acrylfarbe, nur halt wirklich auch mit diesem metallischen Glanz und dass es halt nicht so komisch unecht aussieht, da wäre ich sehr dankbar für, weil ich weiß immer nicht, wo ich gucken soll, ob ich im Baumarkt gucken soll. Es gibt natürlich auch so Vergoldungslacke im Künstlerbedarf, die habe ich auch schon ausprobiert. Ich finde nur diese kleinen Packungen mit, weiß ich nicht, gefühlt 5 Millilitern drin, die sind halt viel zu teuer. Falls ihr da irgendeinen Tipp habt, ich bin auf jeden Fall immer sehr offen dafür. Es sollte natürlich auch was sein, was für Acrylbilder geeignet ist, also was dann nicht nachher abblättert oder so. Vielleicht probiere ich auch noch mal irgendwann was aus. Mal schauen.
finde ja diese Weinrot-Nuancen total schön und irgendwie auch so beruhigend. Die haben halt irgendwie so was Intensives, Leidenschaftliches an sich, was einem einfach Wärme und so ein Gefühl von Komfort oder so gibt. Und ich finde das auch cool, was hier entstanden ist. Hier ist nämlich einfach so ein Olivton noch mittendrin entstanden, weil ich halt auch Ultramarinblau verwendet habe und das mit dem Ocker gemischt habe. Ich finde es immer total toll, was dann so für Zwischentöne entstehen, und ich finde genau die machen halt auch dann so ein Bild am Ende aus. Also diese ganzen Zwischennuancen, die da natürlicherweise auch entstehen. Ich finde auch zum Beispiel diesen Brombeerton total schön. Mal gucken, ob ich den so lasse oder ob es mich dann doch irgendwie stört mit dem Knallrot zusammen. Naja, ich muss noch gucken, wie ich da vorgehe. Hier bin ich jetzt erstmal dabei, die dunkle Stelle so ein bisschen aufzuhellen. Irgendwie war das mir doch ein bisschen zu mächtig dunkel. Es sieht zwar einerseits auch cool aus, wenn es halt komplett dunkel ist an einer Stelle, aber das ist nicht das, was ich damit ausdrücken wollte. Also ich wollte nicht dieses ganz extreme Dramatische haben. Ich benutze ja sehr gerne die Farben von Sostrene Grene. Ich weiß, es ist echt blöd, die zu bekommen teilweise, gerade wenn ihr nicht aus Deutschland kommt. Ich kaufe die ja immer direkt im Laden hier bei uns in Hannover. Man kann auch ganz viele von denen online bestellen, aber ich glaube, die liefern halt auch nur innerhalb von Deutschland, oder ob die jetzt nach Österreich oder in die Schweiz liefern oder so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde halt das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut, beziehungsweise erstaunlich gut dafür, wie günstig die tatsächlich sind. Und warum soll man da nicht ein bisschen sparen? Also ich benutze ja auch Farben von Liquitex oder so. Ich kann euch auch irgendwann mal ein Video darüber machen. Hier seht ihr auch gerade meine Farbschublade übrigens. Ein Video darüber, welche Farben ich so benutze und wie ich die Qualitäten finde und so. Falls euch das interessiert, kann ich das gerne mal machen. Sostrene Grene hat halt einfach sehr schöne, unterschiedliche Farbtöne und vor allem Zwischentöne, also wie dieses Parisian Blue zum Beispiel, dieses Pariser Blau, das ist halt so ein leicht gräuliches Blau, und das kann man halt einfach so direkt aus der Tube auftragen, was ich echt sehr praktisch finde. Und die haben halt auch einige Pastelltöne, und auch die kräftigen Farben finde ich halt wirklich sehr gut und farbintensiv. Also es muss nicht immer nur teuer sein, ich kann euch die wirklich empfehlen. Und falls die Marke mit mir zusammenarbeiten möchte, bitte schreibt mich an. Also ich bin nicht gesponsert oder so, sonst hättet ihr das auch schon längst erfahren. Bin da echt von überzeugt und ich benutze die sehr gerne. In die große helle Fläche male ich jetzt noch so ein bisschen Konturen rein, weil mir das dann auch wieder zu viel Helligkeit war. Man braucht ja immer so ein paar Abstufungen innerhalb der Farbtöne, damit es irgendwie spannend wirkt, sonst sieht das Ganze irgendwie strange aus. Also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Irgendwie hat man das im Gefühl, wenn was komisch aussieht. Zumindest geht es mir jetzt so mit der Erfahrung, die ich habe. Und deswegen musste ich das da noch so ein bisschen unterbrechen. Hier habe ich auch noch einen leicht kühleren Kontrast mit reingebracht. Ich habe da so ein Green Grey von Liquitex. Das ist eine Farbe, die sich sehr gut eignet, um die so einzuarbeiten. Und das ist einfach nochmal so ein bisschen, um den Warm-Kalt-Kontrast da nochmal mit reinzubringen. Und ich habe hier auch meine Glättkelle wieder benutzt. Ich hatte einfach da Lust drauf. Dann habe ich mir die geschnappt und habe die Farben so ein bisschen ineinander gezogen. Einfach Spaß damit gehabt. Und ihr seht ja gleich auch, was am Ende dann bei rausgekommen ist. Das Gemälde war übrigens wie so ein kleines Workout, weil es ja eine ziemlich große Leinwand ist, musste ich die ganze Zeit drum herum rennen und von allen möglichen Seiten irgendwie malen. Also ihr seht auch, malen kann Sport sein, wenn man,
wenn man wirklich am Stück irgendwie, weiß ich nicht, 1, 2 Stunden oder so dann da dran malt, das ist auch wie ein kleines Workout. Also ich bin hier wirklich mit ganzem Körpereinsatz dabei gewesen. Eben die Passion, die Leidenschaft zum Malen, die seht ihr hier. Für heute habe ich erstmal genug gemalt. Ich werde das Bild jetzt erstmal trocknen lassen und am nächsten Tag geht es weiter. Hier seht ihr auch nochmal einige der Farbtöne, die ich für das gesamte Bild verwendet habe in Detailaufnahme. Wie gesagt, sind die alle in der Infobox auch aufgelistet. Und ich bemale jetzt einfach nochmal die Seiten und da brauche ich natürlich alle Farbtöne, die oben drauf sind, auch nochmal. Wenn ihr meine Kunst unterstützen wollt, dann gibt es auch die Möglichkeit, mir eine PayPal-Spende zukommen zu lassen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten schaut gerne mal in meinen Shop. Lasst mir hier einen Like bei YouTube da und ein Abo und schaut meine Videos bis zum Ende. Das hilft mir auch immer am meisten für den Algorithmus. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Nachdem ich mit meinem geliebten Malmesser jetzt die letzten Pinselstriche oder Malmesserstriche vollzogen habe, ist das Bild jetzt fertig. Es hat auch eine Seitenbemalung bekommen. Gerade bei diesem fast 4 cm hohen Rand sieht es natürlich wesentlich besser aus, wenn die Seiten auch bemalt sind. Also das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das macht, weil das die ganzen Gemälde auch nochmal aufwertet. Ja, dieses schöne leuchtende Gelb, Gold, das ist echt ein Traum. Und hier seht ihr jetzt das fertige Gemälde, wie ich das eingearbeitet habe in meine Canva-Vorlage. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.